Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute sprechen wir mal wieder über Kaylee Sane oder Sane. Ich weiß immer noch nicht bis heute, wie er ausgesprochen wird. Ich schätze ja mal eher Sane. Das ergibt mehr Sinn. Denn da gibt es einige neue Infos, die wir definitiv wissen sollten. Im Transferfenster will der FCM ja bekanntlicherweise noch was tun. Egal ob auf der zentralen Defensiv-Mittelfeldposition, wo wir gestern schon drüber gesprochen haben, mit Didi Gaucho, oder auch im Sturm. Denn da funktioniert aktuell nur ein Knipser und das ist Martin Kars. Es könnte ein Ersatz kommen, wenn er geht. Da ist noch alles offen, gibt aktuell keine Gerüchte, jedoch zu dem Spieler. Allgemein zu keinem möglichen Abgang gibt es Gerüchte. Deswegen sucht man jetzt trotzdem noch weitere Spieler. Man hat einen ordentlichen Kader mit 34 Mann da aufgestellt, ist damit ein bisschen überbesetzt. Auch jedoch noch die Quantität müsste man an dieser Stelle noch abgeben. Ja, Kaylee Sane, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, hat noch nie mit Magdeburg gesprochen scheinbar. So sieht die Informationsquelle aus vom Journalisten, der da gute Kontakte scheinbar hat. Also dementsprechend sieht es da nicht gut aus für den FCM, wenn er wirklich nicht mit ihnen gesprochen hat. Ob wirklich das Angebot jemals kam mit den 2 Millionen, das ist bis jetzt noch relativ ungeklärt. Es scheint so, dass der FCM wirklich 2 Millionen Euro geboten hat. Also da hat man scheinbar ordentlich Geld im Petto noch. Und ja, muss dann schauen, wie man da vielleicht noch einen anderen Stürmer an die Elbe kriegt und dementsprechend vielleicht einen Kars-Ersatz hat. Oder noch einen zusätzlichen Stürmer für Kars, der auch über den Flügel spielen kann, genauso wie Kars. Muss man schauen an dieser Stelle. Er hat bereits mehrere Angebote abgelehnt von Konyaspor und Gaziantep. 2 türkische Vereine, die ganz gut dabei sind in der Liga, muss man auch sagen. Von Ferencvaros hat er auch abgelehnt. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr bekannter Verein im Fußball. Paphos hat er auch abgelehnt. Also, und mehrere MLS-Clubs hat er auch schon bereits abgelehnt. Also das Niveau scheint ordentlich hoch zu sein. Ist ein sehr, sehr umworbener Spieler. Ob er denn geht von Lausanne, weiß man bis jetzt noch nicht und dementsprechend ist seine Zukunft noch sehr, sehr unklar. Ob er dann wirklich vielleicht noch eine Chance beim FCM hat, ist sehr, sehr unwahrscheinlich und deswegen können wir da eigentlich einen Haken dran machen. Um nochmal kurz auf sein Spielerprofil zu kommen, viele haben vielleicht das erste Video nicht gesehen, deswegen machen wir das auch nochmal ganz kurz. So, da sind wir hier schon mal. Ja, wie gesagt, er hat Conference Quali gespielt, beziehungsweise spielt sie immer noch mit Lausanne gegen Besiktas. Haben da auch ordentlich was rausgeholt, muss man sagen. Die sind nicht schlecht unterwegs, die machen einen guten Job da. Und ja, jetzt hat er insgesamt in 7 Spielen 6 Tore geschossen, das ist ein ordentlicher Wert, vor allem in der Conference Quali. Das muss er auch erstmal so machen. Hat dann dementsprechend einen hohen Standard bei bestimmten Vereinen. Hat letzte Saison 13 Mal getroffen, beziehungsweise sogar noch mal ein bisschen weniger, glaube ich. Und nur ein Vertrag bis 26 ist deswegen relativ günstig. Hat seinen Marktwert wieder ordentlich gesteigert hier. War zwischendurch noch mal ein bisschen höher. Ist dann aber wieder ein bisschen runtergegangen. Wie gesagt, Wechselchance steht nur bei Magdeburg da. Hier ist aber ein Wechsel sehr, sehr unwahrscheinlich. War auch ein gutes Talent bei Juventus U19. Also wie gesagt, er hat eine ordentliche Talentschmiede besucht, sich dann daraus entwickelt und ja, dann jetzt ist er dann im Endeffekt auch erfolgreich. Im Profisport hat wie gesagt 12 Score gemacht. Damals hat er aber auch nur MS gespielt. Jetzt in dieser Saison müsste das Ganze anders aussehen. Ich glaube, da hat er auch ein paar Flügelspiele schon gemacht. Ne, okay, auch nur MS. Aber auf jeden Fall kann er auch auf dem Flügel spielen. Ich denke mal, dafür war er dann auch relativ vorgesehen beim FCM. Auch mit Martin Kars entweder eine Doppelspitze zu bilden oder dass er auf den Flügel geht und Martin Kars im Sturm. Oder auch andersrum, dass vielleicht Martin Kars auf die 10er geht und dann er in den Sturm. So wäre es, denke ich mal, vorgesehen gewesen. Wie gesagt, wäre meiner Meinung nach ein richtig geiler Wechsel gewesen, der vor allem sehr, sehr wichtig für unseren Verein gewesen wäre. Denn die Qualität bringt er ja mit. Ich glaube, darüber braucht man sich gar nicht streiten. Ja, und damit würde ich sagen, war es das heute dann auch schon wieder. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig supporten. Dankeschön an jeden, der das macht. Und damit, ciao Leute.